Ich bin Paul Wanner, ich bin 16 Jahre alt, spiele beim FC Bayern München. Bin geboren in Dornbirn in Österreich, bin aufgewachsen am Zell, habe dort auch mit 5 Jahren angefangen Fußball zu spielen. Bin dann zu U10 nach Ravensburg gewechselt und dann zu U14 zu Bayern, wo ich jetzt seit ca. 4 Jahren bin. Und natürlich hat mich Bayern viele Jahre lang beobachtet und dann habe ich damals halt mit 12 mit meinen Eltern dazu entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um den nächsten Schritt zu gehen. Und ein ausschlaggebender Punkt war auf jeden Fall der Trainer Alex Moy, den ich dann noch 3 Jahre als Trainer hatte und ich sehr, sehr froh bin, ihn als Trainer gehabt zu haben. Und er war ein großer Teil, hat er dazu beigetragen, dass ich gewechselt bin. Also bin jetzt das 14. Jahr im Nachwuchs im Trainerbereich und ich habe übernommen die U14 die ersten 3 Jahre. Bin dann in die U16 für 2 Jahre, dann anschließend die U17. Ich bin immer noch gut in Kontakt mit ihm und er hilft mir auch manchmal, weil er mich ja eben schon so lange kennt und weiß, wie ich drauf bin. Und deshalb denke ich, es hilft mir auch manchmal, dass er mir Ratschläge gibt und ja, ich bin schon dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe. Er war noch sehr jung damals, 12, weil er eben sehr spät geboren ist, Dezember 2005. Und war damals so, ich kannte ihn schon ein bisschen länger aus Augsburger Zeiten noch, weil eben Ravensburg, die immer mal wieder gute Jungs auch drin haben. Und da kannte ich ihn schon, als er 9, 10, 11 Jahre alt war, weil er auch immer schon bei Jahrgangsälteren gespielt hat. Und na klar, hat man natürlich die Entwicklung weiter verfolgt und dann hatten wir wieder mal viele Sichtungen, auch viele Scouts natürlich bei uns bei Bayern, die dann natürlich auch auf Paul aufmerksam geworden sind. Und ja, wir hatten damals natürlich, klar, wie viele Vereine, die ihn haben wollten, viele Gespräche auch mit ihm, mit der Familie, mit Paul selber natürlich auch, zusammen mit unserer Scouting-Abteilung. Und ja, und da haben wir es einfach, Gott sei Dank, im Nachhinein jetzt auch geschafft, ihn da zusammen zu überzeugen, zu Bayern zu kommen. Er ist ja gekommen damals oder war ja extrem ruhig, introvertiert, leise, relativ wenig Selbstvertrauen für die Qualität, die er damals schon hatte. Und da war eine ganz lustige Geschichte, war auf dem Kunstrasenplatz am Campus, war das damals noch, kurz vor der Hallensaison, wo wir so ein bisschen nachfragen wollten, wer sich denn so gut in der Halle einschätzt, wer denkt, dass er gut ist. Und da war auch die Frage, ja Paul, was denkst du, bist du ein guter Hallenspieler? Aussage war dann so, ja, ist ganz okay, ganz gut. Einen anderen Spieler gefragt, der auch sehr talentiert war. Ich so, Paul, komm mal her. Wir fragen jetzt mal den anderen Spielern, was er antwortet. Und, bist du ein guter Hallenspieler? Ich bin der Beste. Und dann, das war so ein Knackpunkt, glaube ich, auch für ihn, wo ich sagte, das ist so der einzige oder einer der wenigen Punkte, die Paul für sich lernen oder entwickeln muss, einfach ein gewisses Selbstvertrauen, auch ein Vertrauen in sich selber, in seine Leistung, Qualität zu bekommen, weil er damals schon einfach ein Ausnahmespieler war und einfach außergewöhnliche Fähigkeiten hatte. Ja, auf jeden Fall meine Familie. Also ich denke, ohne die wäre ich nicht bei Bayern. Weil auch, wo ich gewechselt bin, mit 12 Jahren meine Mutter damals mit mir hergezogen ist. Dann war ich nicht jeden Tag im Campus, sondern auch bei ihr. Und ich denke, das hat mir auch sehr viel geholfen, dass ich dann immer noch einen Bezug hatte zu meiner Familie und nicht nur jeden Tag im Campus alleine mit 12 dort war. Und aber natürlich auch dem Trainer Alex Moy habe ich viel zu verdanken. Meine Mutter ist in Österreich geboren, mein Vater in Deutschland und ich und meine Schwester auch in Österreich. Aber natürlich schlagen meine Herzen für Deutschland und Österreich. Meine Lieblingsposition ist Zehner, Achter oder Flügel, aber ist mir nicht egal, wo ich eingesetzt werde. Es ist immer gut, wenn man auf verschiedenen Positionen spielen kann und nicht auf einer festen Position nur einsetzbar ist. Also ich weiß auf jeden Fall, dass auf meinem Kinderzimmer über mir Neymar, Messi, Ronaldo hing und die auch mit einer meiner Idole sind. Oder denen ich auch Spaß hatte zuzuschauen, war Ribéry und Robben, die schon sehr krass gespielt haben und ich denke auch eine große Ära bei Bayern geprägt haben. Ich bin gerade in der 10. Klasse und strebe mein Abitur an, den ich dann hoffentlich in 2 Jahren habe. Also mein Lieblingsfach ist auf jeden Fall Sport und die anderen Fächer muss man durch. Also auf jeden Fall das Essen von meiner Oma ist schon das Beste. Wiener Schnitzel mache ich am liebsten. Also jetzt nicht direkt, dass ich eins sagen könnte. Vielleicht kommt noch demnächst eins mit Mario Kart, wo wir dann immer auf den
Fahrten zu den Spielen gemeinsam im Bus oder auch im Flieger zocken. Also zusammen spielen wir mit Leroy, ich, Malik, Jamal, Manu, Stani, Chris, ab und zu auch Niki. Aber meistens spiele ich mit Manu zusammen, weil wir die Schlechteren sind, was ich aber nicht finde. Aber solange die uns unterschätzen, ist ja okay. Also das 4:1, ein fulminanter Start in diese Saison. Ja! Die Saison fing ganz gut an, alle haben Gas gegeben. Dann kamen die ersten Spiele gegen Freiburg, war ein gutes Spiel von uns. Dann ging es wieder bergab, dann kam die Youth League, dann gab es ein paar Rückschläge. Gut, das Thema Youth League ist so ein eigenes Thema für sich. Der Wettbewerb ist und bleibt einfach extrem spannend, extrem wertvoll für die Entwicklung der Spieler. Leider sind wir dieses Jahr einfach nicht so aufgestellt, dass wir mit den Top-Mannschaften, die wir haben, mit Barca, Kiew und Lissabon, einfach konkurrenzfähig sind. Hat aber auch einen Mehrwert, da wir einfach eine extrem junge U23 haben und die Jungs mit ihrem Trainerteam wirklich einen tollen Job machen und da um den Aufstieg wirklich in die 3. Liga mitspielen, was für den Verein natürlich auch wichtig ist. Meine Damen und Herren, da unerwartet Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz angenommen haben. Hey, haben Sie das gesehen? Spieltag und so ein eigener Wettbewerb und wir haben sogar das Ganze zu gestalten. Aber ich habe zum Glück ein paar Live-Videos bekommen, von denen her die Stimmung ist gut. Ich glaube auch die Aktivierung heute Morgen mit dem nötigen Spaß, aber auch Lockerheit, aber auch Zug dahinter. Ich glaube genau das wird es heute auch darauf ankommen, dass wir bei aller Motivation, bei aller Power auch nie den Spaß im Fußball verlieren und nicht vergessen, warum wir Fußball spielen. Wir haben uns für folgende Elf entschieden. Gemeinsam als große Gruppe, gemeinsam als FC Bayern München aufzutreten und die U19 des FC Bayern München zu vertreten. Und das geht nicht alleine, sondern das geht nur als Team. Und dieses Team ist da in Barcelona, es sitzt bereit. Und dieses Team wartet jetzt einfach darauf, dass es losgeht in einem fantastischen Stadion. Bei tollem Fußballwetter da einfach die Leistung abzurufen. Ciao. In Barcelona in der Innenstadt, da steht eine Statue, die zeigt Richtung Mittelmeer. Dort beginnt unsere Fahrt, das ist die Reise der Champions League. Hier beginnt's!
allgemein, ich hatte am Anfang eine Verletzung, die ist dann weg gewesen und seitdem bin ich auch verletzungsfrei gewesen oder hatte nur immer kleinere Blessuren und musste halt kein Spiel, deswegen bin ich bei keinem Spiel ausgefallen. Am Anfang war es eine große Umstellung für mich persönlich, aber nach einer Zeit gewöhnt man sich halt dran. Und dann ist es relativ egal, ob man jetzt in der U17 oder U19 spielt. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Zur heutigen Kabinenbesatzung begrüße ich Sie ganz recht herzlich auf Ihrem Flug nach München. Ende des Tages ist es ein super Wettkampf, wo wir uns mit den Besten messen und wir messen uns mit Barcelona, mit jetzt auch Kiew, die einfach eine robuste Art zu spielen haben. Das ist Männerfußball, das ist das, wo die Jungs hinwollen. Und das sieht jeder dann auch, ja, was er noch bringen muss und was er tagtäglich bringen muss. Und deswegen, es ist extrem bitter, dass wir Spiele verlieren, dass wir das Spiel verloren haben. Es ist extrem bitter, dass wir auch diese Gegentore kriegen, weil sie zum Teil, ja, zum Großteil auch zu vermeidbar sind. Aber es ist dann am Ende des Tages ein Teil der Entwicklung. Und da muss jeder sich strecken, da muss jeder daran denken, wo er hin will. Und es geht halt einfach nur über solche Spiele, weil du dich da ja auch dann top zeigen kannst. Kein Fall, spiel wieder dran. Eine Tür rein. Auf die Klauen. Da bleib ich mal drunter. Wer die wohl hat! Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Störfeuer. Hello, Mr. Teschke. How are you? Das ist der Prominententisch. Mit der Prominenz. Doktore. Schmeckt, Doc? Ja. Gut. Bravo, bravo. Ja, das ist schon fertig. Ja, das mal gucken. Ari, oh, Ari. Oh, einer hat zugegriffen. Oh, guck mal hier. Und dann sind noch die Capri-Sonnen auf dem Tisch. Da steht Multivitamin. Multivitamin. So, was haben wir hier noch? Oi. David. Vorbildlich. Vorbildlich. Ein Apfel. Kenan, komm Kenan. Wie überzeugt bist du? So. Klasse. So. Komm, reiß enger zusammen, komm. So, zurück.
Lass uns kurz für 1-2 Minuten nur über Emotionen reden. Nur über Emotionen, das was hier steht. Das was hier steht. Emotionen. Emotionen reinbringen. Wir agieren. Wir stressen. Wir bringen Feuer ins Spiel. Weil wir unbedingt den Ball erobern wollen. Wir wollen das. Wir haben die Power. Weil wir zusammenarbeiten. Das Feuer reinbringen. Über Emotionen. Über Leidenschaft. In der Offensive mutig sein. Warum ist so ein Spiel geil? Youth League. Bei so einem geilen Wetter gegen so einen geilen Gegner. Es gibt nichts Besseres, glaubt mir. Deswegen investiert. Seid mutig. Fehler passieren. Die Reaktion ist entscheidend. Und die Reaktion will ich sehen. Ich will einfach und Zielstrebigkeit. Ganz viel Mut da vorne rein und Zielstrebigkeit, Tore machen zu wollen. Zum Abschluss. Zum Abschluss. Schießt, Mann. Schießt aus allen Lagen. Arbeitet zusammen. Bringt Emotionen aufs Feld. Seid da, wenn ihr gebraucht werdet. Jetzt werdet ihr gebraucht. Auf geht's. Die Ergebnisse sind jetzt vielleicht irgendwo mal so ein bisschen Bayern untypisch, weil wir jetzt nicht jedes Spiel gewinnen. Wir wollen als FC Bayern alles gewinnen. Wir wollen versuchen, die Jungs Gewinner auszubilden. Wir wollen versuchen, dass sie wirklich immer an ihr Maximales gehen. Und deswegen sind wir, oder bin ich, mit dieser Youth-Saison einfach nicht zufrieden. Die Jungs sind geschlossen, wir verlassen in Kürze diese Parkposition und dann gehen wir zur Startbahn und begeben uns auf unser Weg nach München. Ich wünsche Ihnen gemeinsam mit uns einen angenehmen Abend an Bord. Immer nach vorne schieben, dynamisch reingehen. 2 minutes left, but I usually do 20 minutes after the game, just for regeneration. But I'm doing this for my back, just now. Morgen frei. Und Freitag dann wahrscheinlich bei uns. Ich kläre das noch, okay? Ja, ciao, Mori. Ciao. Das ist echt gut eigentlich. Und Jungs, das ganze Spiel gestern, der schläft. Wie geht's Knie? Ziemlich schnell, ich habe 10 Sekunden Training. Wie geht's? Gut. Vor allem nächste Woche nach. Die Viererkette, Außenverteidiger, Innenverteidiger, stopp. Hier Außenverteidiger, dann hast du hier das Dreier-Mittelfeld, also 4-3-3 mit engen Stürmern. Und hier ein 4-3-3 und das seht ihr jetzt gleich, die rotieren extrem durch. Er geht mal hoch, er kommt mal entgegen, der kommt wieder dahin. Also die drei rotieren extrem. Was wir da nicht wollen, ist den Leuten hinterherlaufen. Wir müssen da sein, wir müssen Druck drauf bringen, wir müssen da sein, wir müssen sie stressen. Nächste Szene bitte. Mit diesem flachen Ball hier rein haben wir durch eine gute Positionierung der Achter hier extrem viel Raum. Also wir schaffen es hier unsere Stürmer ins Spiel zu bringen durch den flachen Ball. Lass mal laufen. Ab. Der Ball kommt. Sie sind dann aggressiv, aber wenn der Ball genauer kommt, haben wir hier die Möglichkeit. Weiter. Die Szene läuft weiter. Mal zurück ein Stück, bitte. Wenn er den Ball hat. Auch nach Verlagerung geht es darum, schnell in Position zu kommen. Das hier ist eine Position, die mir nicht gefällt. Ich will die Außenverteidiger so haben, dass sie mit dem ersten Kontakt hier drüber können, um dann hier ein 2 gegen 1 zu spielen. Wir brauchen die Position, um ihn ins Laufen zu bringen, um dann einfach die Möglichkeit zu haben, da tief zu kommen. Wenn es zu langsam geht, dann achtet mal drauf, dass weiterlaufen.
Die wollen dann schon durch diesen Pass hier, den Pass hier raus erzwingen und dann hier aggressiv sein. Also sie sind schon aggressiv, sind dann auch eklig, da kommt ein zweiter dazu aus dem Zentrum, weil sie die Duelle gewinnen wollen. Also das ist so das Merkmal, was sie haben, einfach aggressiv und eklig zu sein. Am Ende, das guckt ihr euch dann bitte auch nochmal an, jetzt einfach nochmal zusammengefasst, 4-3-3 mit dem Ball. Wir wollen Druck ausüben, Stürmer löst aus. Wir sichern uns gegenseitig, vor allem bei langen Bällen und sind dabei, wenn wir überspielt sind. Okay? Jetzt zur Aktivierung bitte. Auf geht's weiter. Die Hüfte hoch. Immer seitlich so. Das ist mein Rücken. Und dann Ich finde das schon wichtig, diese Erfahrungen zu sammeln, dass es nicht nur steil nach oben geht, sondern eine Karriere, eine Entwicklung, die wird auch immer mal eine Ecke nach unten haben. Bis zur U17 oder dann eigentlich aus der Vergangenheit auch bis zur 19 warst du immer vorne dabei, hast immer alles gewonnen. Und dann irgendwann kommen die Jungs in den Männerbereich und kriegen dann erst ihre ersten negativen Erfahrungen. Von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie diese Erfahrung jetzt auch schon mal in der Jugend sammeln. Und dann gilt es halt, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Wie komme ich aus solchen Situationen raus? Letzte Youth League Spiel und auch das Spiel gegen Barcelona bleibt natürlich auch im Hinterkopf. Wir hatten das Glück, dass die Regionalliga Bayern schon beendet war für dieses Jahr und wir haben das maximale Potenzial ausschöpfen können. Die Jungs haben sich super eingegliedert sofort, die haben Bock gehabt auf dieses Spiel und die Kombination aus den sehr guten U19-Spielern mit den sehr guten U23-Spielern hat einfach so ein bisschen gezeigt, was wir für eine Wucht haben eigentlich. Corran, dale, que corran, Nosotros balón y tocamos, dale. Guys, just a second. I'm Dario, referee, okay? And that's all you to know. So, chit chat, leave it for the after, okay? We are here for you. You need to be better, okay? So, enjoy the game. And always listen to the referee. Let's go. Alle Platz? Nö. Wir sind schlecht ins Spiel gestartet, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir noch keine Abläufe hatten, dass wir, ich glaube, eine Einheit zusammen hatten.
Minute, das gibt Eckball für die Bayern. Ibrahimovic, Janicek, da ist der Anschlusstreffer zum 1:2 für die Bayern. Ari Ibrahimovic in die Mitte, Motika, der zieht ab! Da ist der Ausgleich, 2:2, Nemanja Motika, tolles Tor. Es war ein Spiel, was ja so ein bisschen gezeigt hat, was das Potenzial vom FC Bayern, vom Campus ist. Gut so, gut. Im Spielaufbau. Und da ist der Fehler. Nemanja Motika schnappt sich das Leder. 16 Meter abgezogen. Die Führung. Zum ersten Mal gehen sie in Führung. 3:2 für die Bayern. Haben aber dann trotzdem uns zusammengerafft und haben es geschafft, dieses Spiel zu drehen. Und glaube ich auch mit einem Spektakel, mit tollen Toren, mit einer Euphorie, mit sehr viel Dynamik. Und es zeigt dann einfach, welche Wucht der FC Bayern gerade am Campus auch ausstrahlen kann. Das muss, glaube ich, so ein bisschen für uns, für die Zukunft auch wichtig sein, dass wenn wir diese Macht oder diese Wucht bündeln und optimal uns aufstellen und auch und die beste Bayern-Mannschaft stellen, die zur Verfügung steht, dann haben wir eine Möglichkeit, nicht nur um die Gruppenphase zu reden, sondern reden wir auch mal, was im neuen Jahr passiert. Also sprich, was im Achtelfinale, Viertelfinale passiert. Und ich glaube, das wird dann mal Zeit für uns alle, dass wir in einem weiteren Verlauf der Youth League. Und das ist das Ziel von uns allen. Trotzdem, wir wussten, dass es dieses Jahr nicht möglich war. Und vielleicht wird es die nächsten Jahre der Fall sein. Wir werden im neuen Jahr wieder angreifen und hoffen, dass wir es deutlich besser machen. Ausschluss und vorbei. Die U19 des FC Bayern gewinnt gegen Barcelona mit 3:2. Am letzten Spieltag der Youth League der Sieg zu Hause gegen die Klassemannschaft aus Spanien. In der Youth League, muss ich sagen, war es ein extremer Lernprozess, den wir gefahren haben. Wir haben leider es nicht geschafft, eine konkurrenzfähige Mannschaft, konkurrenzfähige Gruppe zu stellen, weil wir zum Teil wirklich mit Jahrgängen 2005 gegen Jahrgänge 2002 gespielt haben. Und 3 Jahre im Fußball plus 3 Jahre in Corona-Zeit ist natürlich eine enorme Zeit. Deswegen war es eine wichtige Erfahrung für uns und für die Spieler, vor allem für die jungen Spieler. Aber im Endeffekt haben die Jungs einen Anspruch und dass wir dort weiterkommen, und das haben wir nicht geschafft. Deswegen mit nur 3 Punkten eine enttäuschende Saison gespielt. Aber Erfahrungen gesammelt, die Jungs besser gemacht haben und auch in Zukunft besser machen werden. Ja, ich glaube, für uns war es wichtig, nach dem Sieg gegen Mainz letzte Woche, war es wichtig, auch nochmal hier unter der Woche jetzt mit einem guten Gefühl rauszugehen. Und jetzt, dass wir am Sonntag mit 100% auf das DFB-Pokalspiel schauen und dort mit einem Sieg weiter in die nächste Runde einziehen. Jetzt als Team spielen wir uns besser ein, dann gab es immer mal wieder Wechsel. Ich denke auf jeden Fall, zum einen ist ein Grund, dass halt viele sehr gute Spieler, die noch bei der U19 spielen könnten, bei den Amateuren spielen. Und dann ist halt immer so, dass welche von den Amateuren runterrutschen oder von der U19 ein paar Spieler hochgehen. Und so hat man halt nie eine Mannschaft, die miteinander trainiert und kann sich so nie zusammen im Rhythmus spielen. Genau so machen wir. Ja, und jetzt sind wir eigentlich wieder da, wo wir sein wollten. Wir wollen eine Siegesserie starten, sind im DFB-Pokal jetzt gut durchmarschiert. Und ja, und so wollen wir weiter die Saison angehen. Wir haben die Situation jetzt alle angenommen und ich finde, im Laufe der Saison kann man sagen, es ist eine Entwicklung jetzt zu erkennen
Und von daher geht es ja gar nicht darum, Erfolg in erster Linie zu haben im Sinne von Meisterschaften, sondern unser Erfolg definiert sich ja darüber, dass die Jungs sich weiterentwickeln und die jetzt da sind, haben einen Schritt nach vorne gemacht. Und dann geht es ja darum, dass, wie gesagt, was ich vorhin schon mal sagte, dass der eine oder andere vielleicht noch mal mehr den Kopf rausstrecken kann jetzt. Und der eine oder andere tut es auch. Und deswegen werden wir dann den nächsten schon bald in der U23 sehen oder woanders in höheren Ligen. Das letzte Pflichtspiel unserer U19 in diesem Jahr ist zugleich ein echtes Endspiel. So hat es auch der Trainer Danny Galm vor dieser Partie betont. Und damit herzlich willkommen, liebe Bayern-Fans, vom FC Bayern Campus, wo unsere A-Junioren im Viertelfinale des DFB-Pokals der Junioren Hertha BSC empfangen. Komm, sammel doch Jungs. Ja, komm, Kreis. Nur kurz von meiner Seite. Ich höre die ganze Zeit viel Glück, viel Glück, viel Glück. Man braucht natürlich auch Glück, man braucht nicht nur Glück. Man braucht ein bisschen Glück. Man braucht aber vor allem Vertrauen in sich selbst. Vertrauen in seine Stärke, Vertrauen in die Stärke der Gruppe. Man braucht Mut und man braucht Spaß. Man braucht Spaß da draußen, Mann. Es ist ein Viertelfinale im Pokal. Wir brauchen Spaß. Wir brauchen Spaß und Feuer. Ja? Jungs, halt wieder mal ein Menü. Das ist das Menü, was wir denen heute bereiten werden. Vorspeise, erste Halbzeit. Berlin. Die steigen. Currywurst geschnitten. Das ist es. Aggressivität von Anfang an. Von der ersten Minute. Linke gegen Wasser. Von der ersten Minute. Mit Kopfball. Hauptweise. Der zweite Halbzeit. Da haben wir was bereitet. Da haben wir diesen falschen Hasen präsentiert. Wir haben gezeigt, was wir nicht können. Gegen Hertha. Heute zeigen wir, was wir können. Das ist der falsche Hase. Ja, wir sind der Hase im Kostüm. Aber heute kommt was ganz anderes raus. Heute kommt der Jagdhunde raus. Wir jagen die. Gib richtig Gas. Ja, das will ich sehen. Und dann zur Nachspeise. Egal, ob in der Nachspielzeit, in der Verlängerung, immer ins Meter schießen. Berliner Luft. Wir werden in die Luftraum bis zum Ende. Ja, bis zum Ende. Und dann steht's da. Das nennen wir auch Himmeltraum. Das ist unser Traum. Halbfinale. Und wisst ihr, was das Beste an der ganzen Geschichte ist? Das Ganze, Jungs, präsentieren wir den gratis. Also geht in die Küche. Wahnsinn. Und die Gäste, die sind ein richtig knackiger Gegner. In der Bundesliga Nord-Nordost ist man ungeschlagen. 11 Spiele, 10 Siege, 1 Unentschieden. Also das wird schon ein knackiges Unterfangen, mit dem sich die Bayern heute konfrontiert sehen. Aber heute wird es hier einen Sieger geben. Und Danny Galm, ich habe es eingangs der Partie erwähnt, hat eben von diesem Endspiel gesprochen, das heute hier stattfindet. Kurz runtergebrochen, siegen oder fliegen. Die U19 will aber überwintern im DFB-Pokal der Junioren. Beide im Blick, beide!
Das reicht eine Millisekunde. Motika, jetzt! Jawohl! 1:1! Alles wieder auf Anfang! Motika, klasse! Sieb, jetzt hat er Platz! Sieb, gut aufgeschaut, Copado legt nochmal quer! Tor! Die Bayern drehen! Ibrahimovic mit der Führung. War das fein rausgespielt. Wunderbar. Und kommen jetzt zum 3:1. Emilian Metu, der Köpfchen. Die Tür zum Halbfinale ist ein Stückchen weiter aufgegangen. Überzahlsituation, Ibrahimovic und Copado und Wanner und der Rebound, ja! 4:1! Motika! Jetzt kann das Halbfinalticket schon in den Druck gegeben werden. Das sind die Spiele, wo die Jungs an die Grenzen bringen, und wenn du an den Grenzen arbeitest, wirst du auch besser werden. Und deswegen, es war ein tolles Spiel mit einer tollen Atmosphäre, und wir haben nach diesem 0:1 Rückstand das Spiel gedreht und innerhalb von 20 Minuten 4 Tore gemacht. Und das ist, glaube ich, was sieht man, was für Potenzial die Jungs haben und was für Potenzial für eine Macht einfach eine gute Mannschaft entwickeln kann. Ich denke, gegen Hertha hatten wir in der Vorbereitung schon ein Spiel und dann haben wir verloren, und dann war das quasi die Revanche und jeder war gepusht, gegen Hertha zu gewinnen, und haben es auch sehr gut umgesetzt. Hey! Auch meiner Meinung nach noch früher oder deutlicher die Tore machen können, sodass es gar nicht mehr so spannend wird. Und war auf jeden Fall eines der besten Spiele von uns, wenn nicht sogar das beste Spiel der Saison. Das war ein absolutes Highlight-Spiel. Also es war ein Viertelfinale auf hohem Niveau, auf sehr hohem Niveau. Wir haben mit Hertha BSC Berlin einen Gegner gehabt, der im Norden eigentlich alles dominiert. Die haben die Staffel da oben gewonnen. Die sind eine Top-Mannschaft, die unbesiegt ist bisher gewesen. Und wir haben es geschafft, wirklich sie zu besiegen, als Mannschaft, als Gruppe und als Individualisten. Aber das zeichnet einfach Bayern München aus, dass wir neben der Mannschaftsstärke auch Individualisten haben müssen. Kannst du mal laufen? Der kommt auf einmal durch, ich habe ihn so angenommen und dann da außen noch. Er ist da weit durch. Das muss sein, schon. Da, auf der Seite noch. Nein, auf der, ganz am Ende. Er macht so mit Brust zu mir zurück, weil er nicht mehr ausweichen konnte. Und ich denke mir, ich wollte schon hinter Tor den Ball holen. Für uns hat das Spiel eine sehr, sehr große Bedeutung gehabt, da wir jetzt in der Youth League natürlich keine gute Saison hatten, keine guten Spiele. In der Liga auch eher durchwachsen, und deshalb war für uns der DFB-Pokal natürlich extrem wichtig, dass wir da jetzt unbedingt das Spiel gewinnen, und unser Ziel war es natürlich, ins Halbfinale einzuziehen.
Let's go! Ja! Let's go! Let's go, bro! Ja, kurz, zuhören. So, zur Gratulation kommen wir gleich. Brutal, dass es so eng wird nochmal, ganz ehrlich. Boah. Konsequenz sein, konsequent. Auf diesem Schild hier oder auf diesem Plakat steht drauf, bis zum Ende durchziehen. Die nächste Aktion, das nächste Spiel, das ist immer die nächste Aktion. Wie wichtig, ihr habt es gesehen, dass wir 2, 3, 4 machen, damit am Ende, für die war es in der Halbzeit vielleicht schon durch, für uns nicht. Deswegen Gratulation, guter Fight, Männer, guter Fight, sehr guter Fight, jetzt Pause verdient, guter Abschluss, Halbfinale. Halbfinale im März, Männer, ja, Ja, jetzt natürlich erstmal wichtig die Winterpause. Wir werden die alle nutzen, um Kräfte zu sparen und dann natürlich wieder fit zurückzukommen. Und dann ist es natürlich unser Ziel, in der Bundesliga jedes Spiel zu gewinnen und dann am Ende schauen, wo wir landen. Und im DFB-Pokal ist es natürlich unser Ziel, dass wir ins Finale kommen und dann das Ding natürlich dann auch holen.